gehe jetzt direkt mal auf die Frage ein, wer bin ich? Mein Name ist Alexander Bachel. Ich bin schon seit einiger Zeit im Verein Mogis aktiv und beschäftige mich dabei jetzt mit dem Thema Beschneidung. Ähm, Wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, 2012 war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema Beschneidung beschäftigt habe. Ich habe das bis dato immer nur für mich selbst aufgenommen und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es andere Leute auch betrifft, dass andere Leute auch unglücklich damit sind, eben wegen der Klage, die kam. Und ich bin dann im Internet quasi über Foren auf andere Leute zugegangen. Da hilft natürlich die Anonymität, besonders weil ich, wie gesagt, die Beschneidung immer auf mich selbst bezogen habe. Ich habe immer gedacht, weil ich unglücklich mit meiner Beschneidung bin, ist irgendwas falsch bei mir, ist irgendwas verkehrt und nicht richtig mit mir. Und über das Forum bin ich dann auf andere Betroffene gestoßen. Ja, von daher, oder von da aus hat es sich weiterentwickelt und in die Öffentlichkeit gekommen. Das war auch ein Prozess, der sich dann einfach ja, der entstanden ist. Ich habe, wie gesagt, dann über das Internet andere Leute kennengelernt, auch Leute, die jetzt mit Öffentlichkeitsarbeit schon zu tun hatten. Und das war für mich, ich weiß nicht, eine Möglichkeit. Ich bin niemand, der jetzt sagt, ich möchte in den Wind schreien, dass ich unglücklich mit meiner Beschneidung bin. Das ist nicht meine Art, sondern mir ging es darum, dass ich anderen zeigen wollte, dass es auch normal ist, dass man mit einer Beschneidung unzufrieden ist, dass es diese Leute gibt, was mir bis dato nie bewusst war. Und ja, dann hat das eine zum anderen geführt, dann kamen politische Anhörungen, dann kamen jede Menge Reportagen und so bin ich dann in die Öffentlichkeit gekommen. Wer mag als nächster was dazu sagen von uns? Wie komme ich dazu? Bei mir ist es ja auch, ich bin jetzt ja hier und das auch nicht ganz freiwillig, weil ich ja irgendwie gezwungenermaßen mit dem Thema konfrontiert wurde. Ich bin auch 2012 auf das Thema aufmerksam geworden. Das war allerdings nicht aufgrund der Medien, sondern das war bei mir so, weil ich damals eine Beziehung hatte, bei der ich beim Sex nichts gefühlt habe. Und ich habe gedacht, ja, hey, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Irgendwas ist da doch verkehrt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte es an der Beschneidung liegen. Ja, und habe da einfach mal angefangen zu recherchieren. Und es war schon ziemlich heftiger, schmerzhafter Prozess, als ich dann realisiert hatte, was es eigentlich heißt, beschnitten zu sein, was die körperlichen Folgen sind, was die Folgen des Sensibilitätsverlustes sind. Es war schon eine ziemlich schwierige Zeit auch gewesen und es hat auch, ja, an sich den Beschneidungsakt auch nochmal ins Gedächtnis gerufen und ich hatte lange Zeit echt Probleme, damit zurechtzukommen. Das hat auch schon etwas Energie und Zeit auch gekostet. Es ist heute immer noch schmerzhaft, aber nicht mehr so akut wie damals am Anfang. Ja. Ja, und warum bin ich hier? Ich wünsche mir, weitere Menschen aufzuklären und einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch nicht einfach nur ein harmloser Eingriff ist, dass es eben auch Spätfolgen haben kann. Ja, und ich gehöre leider auch zu einer der Personen, die psychisch betrachtet auch Spätfolgen dadurch entwickelt hat. Ja, das war es soweit zu mir. Vielleicht mag ja jetzt jemand anderes weitermachen. Ja, also wir sind Brüder, also ich bin Ephraim und das ist Manasse und wir sind 29 Jahre alt, wir leben in der Schweiz und ja, bei uns ist so, dass wir aus jüdischer Tradition betroffen sind, also uns wurde aus dieser Tradition heraus wenige Tage nach der Geburt die Vorhaut abgeschnitten. Und ja, also das war für uns
am Anfang unseres Lebens wie so eigentlich wurde uns das als ganz normal vermittelt. Und es hat lang gedauert, bis uns das irgendwie bewusst wurde, was das eigentlich bedeutet. Also ich finde es auch jetzt gerade interessant, dass nochmal, für mich merke ich immer dann, dass es etwas ganz anderes ist für mich. Mo, du hast jetzt gesagt, dass dir das nochmal bewusst wurde, der Akt der Beschneidung. Naja, also bei mir ist es wie, weil es kurz nach der Geburt war, wie nicht möglich. Und deswegen war es auch irgendwie, ist es so, dass sich dessen bewusst werden, was das bedeutet, ist irgendwie so, da müssen wir so ein bisschen im Trüben fischen. Jedenfalls, bei mir war es auch so, dass Manasse mich darauf angesprochen hat. Er ist da drauf gestoßen vor etwa 5 Jahren und hat mich darauf angesprochen und ich war am Anfang so ein bisschen irgendwie irritiert, was soll das überhaupt? Und nach einer Weile, ja, das hat wahrscheinlich mehr als ein Jahr gedauert, habe ich mich dann darauf eingelassen und seither sind wir in intensiven Austausch, in einer intensiven Auseinandersetzung drüber und jetzt seit einiger Zeit auch aktiv engagiert. Ich habe jetzt auch ein Interview gegeben vor 2 Monaten, ein Zeitungsinterview, das dann auch von anderen Medien aufgegriffen wurde. Und ja, wir wollen einfach jetzt beide erreichen oder uns dafür einsetzen, dass das anderen nicht passiert und uns jetzt in dem Sinne auch heute oder allgemein für genitale Selbstbestimmung einsetzen. Ja, also die Geschichte gilt natürlich größtenteils für mich gleich. Ich muss noch vielleicht sagen, ich bin nicht irgendwie von alleine drauf gestoßen. Ich finde es jetzt auch spannend, wie du das erzählt hast, Mo, dass du in dem Sinne die Frage, die du dir gestellt hast, das ist, ob es die Beschneidung sein könnte, das war bei mir nicht der Fall. Es waren verschiedene Dinge, die mich drauf gebracht haben, die von außen gekommen sind. Sicher ein wichtiger Moment war das Gespräch mit einem Studienfreund von Ephraim, der halt, würde ich mal sagen, einen anderen Bezug zu seinem Körper hat, einen, würde ich sagen, offeneren, auch wenn es darum geht, bewussteren, ja, darüber zu sprechen. Und er hat eine Vorhaut und er hat mir erzählt, was er alles daran so toll findet und warum er das eben etwas Wichtiges findet und hat mir das auch verständlich erklären können, ohne irgendwie um den Brei zu sprechen, einfach wirklich physiologisch. Und ich meine, ich habe jetzt Medizin studiert, war damals noch im Studium und habe gedacht, ey, krass, ich habe ja eigentlich keine Ahnung davon, obwohl ich ja eigentlich einiges hätte lernen müssen in der Zwischenzeit über den menschlichen Körper. Und ab dann ist eigentlich wirklich sozusagen das Ganze losgegangen. Ja. Verstehe. Also bei mir war das so, dass ich aus sogenannten medizinischen Gründen beschnitten worden bin mit knapp 7 Jahren. Und eigentlich so seit so den 20ern in dem Alter immer das Gefühl hatte, dass mir eigentlich etwas fehlt. Aber das nie so richtig für mich artikulieren konnte. Ich weiß, dass ich in den 90er Jahren schon mal in einer Sendung im Privatfernsehen auf Wiederherstellungsgeräte gestoßen bin, die da vorgestellt wurden und ich mich damals aber nicht getraut habe, die zu bestellen. Man konnte ja mit niemandem drüber reden, man konnte ja auch nicht zu irgendeinem Arzt gehen. Man blieb damit allein. Da hatte ich noch kein Internet, hätte auch mit niemandem darüber sprechen können, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung damals. Und als dann die Debatte 2012 aufplappte, war ich schon ein bisschen länger im Netz unterwegs gewesen und war auf andere Betroffene gestoßen. Und als in Deutschland dann sich alles daran machte, das in Rekordzeit alles zu erlauben, hatten wir Betroffenen ja gar keine Chance mehr, als nach draußen zu gehen, damit nachher nicht alle behaupten hätten können, dass es keine Männer gibt, die sich darüber beklagen. Und dann fand ich mich auf einmal in der Öffentlichkeit wieder, worüber ich noch nicht mal mit besten Freunden gesprochen hatte vorher. Und dann trägt einen das immer so weiter. Ne? Das Kölner Urteil ist heute 9 Jahre her. 9 Jahre später sitze ich immer noch da und versuche darauf aufmerksam zu machen, dass man sowas mit Kindern nicht machen darf.
Das ist eigentlich mein Hauptziel. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen kann. Also es ist ja einfach eine Tradition in der Türkei. Also meine Beschneidung wurde in der Türkei durchgeführt. Da ist es etwas völlig Selbstverständliches. Also die Gesellschaft erwartet das auch irgendwie, dass die Jungs beschnitten werden. Es wird gefeiert wie eine Hochzeitsfeier. In den Wohnzimmern, in sehr vielen Wohnzimmern, hängt dann ein Bild von den Kindern mit einem Königskostüm, sage ich jetzt einfach mal, die sozusagen traditionell für diese Beschneidungsfeiern benutzt wird. Also es ist etwas völlig Selbstverständliches, was irgendwie nicht hinterfragt wird. Und in der Gesellschaft ist es auch einfach so, dass gefragt wird, ja, wann ist denn dein Sohn eigentlich dran? Was ich ja auch so völlig absurd und völlig ekelerregend finde. Also es fällt mir einfach schwer zu akzeptieren, dass sich Nachbar XY über den Pimmel eines kleinen Jungen sich Gedanken macht und das auch noch zelebriert und auch noch feiert. Das ist zu dem Akt der Beschneidung ist es dazu einfach noch ziemlich grotesk und macht die Sache noch viel, viel schlimmer und schmerzhafter, finde ich. Weil in dem Moment auch gar nicht hinterfragt wird, hey, was ist denn eigentlich mit dem Kind? Was fühlt das Kind? Und wie geht es dem Kind bei der Sache? Das ist halt ein ziemlich krasser Übergriff. Und die erwachsenen Menschen, die das praktizieren, die feiern das auch noch und übergehen und hintergehen auch das Kind in dem Moment. Und der Betroffene selber, das Kind selber wird in dem Moment völlig vergessen und völlig vernachlässigt. Und natürlich hinterlässt das seine Spuren und ich finde es ziemlich krass und auch unglaublich, dass es immer noch nicht so richtig hinterfragt wird, dass man das praktiziert, dass die Personen das trotz ihrer Bedenken und ihrer Sorgen das weitermachen, weil es gesellschaftlich einfach erwartet wird. Und das, da denke ich mir auch nur so, ja, warum? Warum muss man das machen? Ich meine, das Kind, das braucht doch einfach nur Liebe und Zuwendung und keine unnötigen, schmerzhaften Operationen, die das Leben lang den Körper verändern. Ja, also das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich kann ja mal weitermachen. Obwohl ich jetzt aus keinem religiös-kulturellen Kontext komme, würde ich trotzdem mal sagen, dass ich einen kulturellen Kontext dazu kennengelernt habe, nämlich einen der völligen Bagatellisierung. Also das war in meiner Kindheit sowas wie Mandeln rausnehmen, Blinddarm, so hieß das auch, ja, der wird beschnitten und der wird beschnitten. Das war völlig normal in unserem Umkreis. Also in meiner Klasse waren das 5 von 15 Jungen, also wir hatten eine Quote von 33%. Davon hatte kein einziger Junge einen Migrationshintergrund. Die hießen völlig normale sozusagen biodeutsche Herkunftsnamen. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie kulturell auch betroffen, weil es dafür überhaupt keine Sensibilität gab. Es wurde ständig bei Untersuchungen gecheckt, wie als wäre das ganz Normalste. Und dann ab, Krankenhaus, weg. Kleine Sache, redet keiner drüber. Man hat gehofft, dass die Jungs auch den Rest des Lebens darüber nicht mehr reden, weil das ja nur so eine Kleinigkeit ist. Mit dem kindlichen Bewusstsein wird man dann erwachsen und hinterfragt das in der Regel dann auch nicht weiter, außer man kommt irgendwie doch drauf. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, finde ich auf jeden Fall auch ein Punkt, der mir dann auch aufgefallen ist im Nachhinein, dass ja viele Freunde, die ich habe oder Bekannte, die eben gar nicht irgendwie einen religiösen Hintergrund dazu haben, eben beschnitten wurden aus eben den Gründen, die du jetzt genannt hast. Und auch der Punkt von Mo, absolut, also das sehe ich natürlich, also finde ich sehr spannend, wie du das eben erzählst aus deinem muslimischen Hintergrund. Ich meine, ich bin auch völlig einverstanden damit, dass es eben schrecklich ist, wie das wie einfach gemacht wird.
und nicht an die Folgen gedacht wird. Und gleichzeitig denke ich, eigentlich, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, es besteht vor allem eine große Ahnungslosigkeit nach wie vor über das, was die Vorhaut eigentlich ist und damit eigentlich eine Ahnungslosigkeit darüber, was es eigentlich auch bedeutet, die abzutrennen. Ja, mir ist das ja erst bewusst geworden, natürlich ausgelöst durch deine Einsichten, Erkenntnisse, aber dann später, als wir dann beide angefangen haben, das wieder herzustellen bei uns, und also so gut es halt geht, wie ganz anders diese Wahrnehmung ist. Und also es hat irgendwie schon was Absurdes, was du jetzt sagst, Viktor, irgendwie, dass das einfach so schnell weggemacht wurde. Und bei uns kann ich irgendwie noch sehen, das wurde halt einfach irgendwie aufgrund der Vorstellung, dass das irgendwie dazugehört, dass es eine lange Tradition ist, gemacht. Ist natürlich auch absurd. Irgendwie ist es wie so, ich kann es da irgendwie so dahinstellen, sozusagen, in diese Ecke. Ja, das Ding ist, mir wurde dann mit der Zeit erst bewusst, wie anders die Wahrnehmung ist. Und ich denke dann manchmal auch, meine Güte, wie anders hätte ich das alles wahrnehmen können, was ich, die Erfahrungen, ja, die Gefühle, die Empfindungen, wie anders hätten die sein können in meinem ganzen Leben, wäre das noch dran, ja, wäre das nicht weggeschnitten worden. Und ja, das ist irgendwie so, wenn ich mir überlege, was der Grund dafür war, dann ist halt schon, also ist irgendwie so schwierig, das nachzuvollziehen, warum das immer noch so normal ist, ja, warum das immer noch so gemacht wird. Also mein offizieller Grund, warum ich beschnitten wurde, ist ein medizinischer. Ich habe mir, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, alle medizinischen Unterlagen zuschicken lassen. Und daher ist sehr offensichtlich, dass es keinen medizinischen Grund gab. Also mein Vater ist Moslem, nicht praktizierend, nicht streng gewesen. Aber Beschneidung musste sein. Und wenn ich mir die ganzen Untersuchungen, die man als Kind hat, ansehe, steht immer dabei, dass überhaupt keine Probleme bestehen bis zu dem Moment, an dem von meinem Vater der Wunsch kam, dass ich beschnitten werde. Oder der Wunsch ist zu wenig, die Forderung kam, das musste sein. Und dann war sehr schnell ein Grund gefunden. Und das Ganze wurde dann auch operativ sehr schnell durchgeführt, ohne mir in irgendeiner Weise zu erklären, was man da macht. Das war dann ein sehr böses Aufwachen im Krankenhaus. Ich will jetzt meinen Eltern auf keinen Fall unterstellen, dass sie mir irgendwas Schlechtes damit antun wollten. Also das war definitiv gut gemeint. Das war ein großes Unwissen da. Meine Eltern haben sich auch erkundigt, sondern meine Mutter hat sich erkundigt und nachgefragt. Und es gab dazu keine Informationen. Es wurde immer nur gesagt, das hat ausschließlich Vorteile. Kein Wort zu irgendwelchen Nachteilen, wie das ja leider so häufig ist. Ich denke, väterlicherseits war das auch kein religiöser Grund, sondern einfach Gewohnheit. Das macht man halt so, wie andere jetzt halt auch gesagt haben. Ich weiß nicht, ob Druck aufgebaut ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wurde halt einfach als Nichtigkeit abgetan. Das ist Kleinigkeit gewesen. Und das Problem ist halt einfach, dass so eine Operation nicht rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, der Schaden, der angerichtet wurde, bleibt mir halt jetzt. Und das bringt natürlich dann großes Unglück, also nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Familie, weil die ja auch nicht froh darüber sind, dass ich unglücklich bin mit der Beschneidung. Ändert aber jetzt nichts mehr. Die Sache ist gelaufen. Für mich war das sehr eindrücklich, weil ich meine, das Schweigen zu brechen, der hauptsächliche Schritt dazu war, dass ich mich öffentlich dazu äußere. Natürlich haben wir schon in der Familie darüber gesprochen, bevor das soweit kam mit dem Zeitungsinterview. Aber das hat alles so stark verändert bzw. intensiviert. Also auch in der Familie wurde das viel ernster genommen.
bei uns. Ich hatte von Geschwistern Reaktionen. Ich hatte mit meiner Mutter ein langes Gespräch darüber, aus dem Umfeld, Leute, die es mitbekommen haben. Und besonders eindrücklich jemand, mit dem ich eigentlich schon lange, also nur den ich schon lange kannte, aber wenig Kontakt hatte und der inzwischen Vater geworden war und der nicht besonders religiös lebt und trotzdem sein Sohn sich überlegt hatte, also auch die Vorhaut abschneiden zu lassen, aufgrund seiner nicht jetzt besonderen Religiosität hat er das noch nicht gemacht gehabt, beziehungsweise er hätte es nicht irgendwie in der Synagoge gemacht, weil er nicht hingeht, sondern im Spital. Und jetzt aufgrund der Pandemie war es dann einfach nicht so, dass konnte er nicht dahin für sowas. Und genau in dem Moment kam das Interview, er hat sich dann bei uns gemeldet und wir haben darüber gesprochen und hatten ein langes Telefonat und konnten wirklich über das sprechen, wie das eigentlich so ist, was das alles bedeutet. Und am Ende des Telefonats, ich weiß jetzt nicht, was wirklich daraus geworden ist, aber war schon sehr der Meinung, dass er da nicht irgendwie, dass das nicht eine gute Idee sei, die Vorhaut abzuschneiden. Das war für mich sehr eindrücklich, dass das ausgelöst hat. Es gab verschiedene Reaktionen. Wirklich, die allermeisten Reaktionen offen und interessiert, die direkten Reaktionen. Es gab natürlich Online-Kommentare, das war sehr unterschiedlich, aber die direkten Reaktionen waren interessiert und es ging auch oft nicht nur oder nicht allein um jetzt diese ganze Penis-Vorhaut-Geschichte, sondern auch allgemein über unser Bild von, wie wollen wir zusammenleben, die Geschlechterverhältnisse und so die Vorstellungen jetzt von Sexualität, gerade männlicher Sexualität und Männlichkeit. Und ja, also was wir auch noch, worüber wir auch noch gesprochen haben, und das ist mir jetzt inzwischen sehr wichtig, ist, so was sehr wenig kam, nur von sehr Einzelnen so, hey ja, mutig oder von dir sehr stark, dass du das machst und das ist sicher schwierig für dich und so weiter. Ich habe mir das nicht besonders gewünscht, als ich mich dazu entschieden habe, aber im Nachhinein war einfach der Gedanke da, ja, es ist irgendwie so, wieso, also so viel Empathie ist nicht da, es ist mehr so das Interesse, aber so. Also man ist sich ja das gewohnt von anderen solchen wenn es um andere Themen geht. Ja, wenn andere Personen wegen irgendwas, wovon sie betroffen sind, sich äußern, kommt in der Regel eine mitfühlende Reaktion, eine zustimmende, die auch persönlich die Person anspricht. Das kommt, ja, hey, es ist schön, dass du das gemacht hast, stark, ja, wie du das vorhin gesagt hast. Und es ist uns einfach dann aufgefallen, das haben wir vorher nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein habe ich realisiert, hey, kein einziger Online-Kommentar von hunderten Online-Kommentaren hat irgendwie in diese Richtung, war irgendwie in diese Richtung. Und das fand ich schon auch bemerkenswert. Aber das, was ich sicher sehr wertschätze seither, ist, dass es überhaupt starke Diskussionen angeregt hat und uns darum auch ermöglicht hat, weiter darauf einzugehen. Und das ist sicher das, was für uns das Wichtigste ist. Also das ist das Wichtigste für mich. Was mir jetzt in dem Zusammenhang einfach auch wichtig ist zu sagen, auch ich finde es auch von euch, die ihr hier seid und darüber sprecht, ich finde es stark und mutig und ich finde es irgendwie auch einen wichtigen Schritt, einen wertvollen Schritt, dass ihr das macht, das braucht ja auch eine Auseinandersetzung und Überwindung und ja, das dient auch anderen und ja, wir sind nicht freiwillig hier, das heißt noch nicht, dass wir auch uns dann wirklich dem so stellen, wie wir das jetzt hier machen. Also das möchte ich einfach auch irgendwie noch festhalten. Auf jeden Fall, ja. Die Reaktionen,
die sind ziemlich unterschiedlich. Es kommt darauf an, mit wem man darüber spricht, aus welchen Kulturkreisen diese Personen kommen. Wenn ich jetzt mit Personen darüber rede, die aus einem muslimischen Kulturkreis kommen, gibt es einmal die Sorte an Menschen, die sagen, das muss gemacht werden, das wird gemacht. Das ist doch so wie bei einer Zahn-OP. Und es wird dann sozusagen völlig bagatellisiert. Und auch die Meinungen zu, ja, ich bin so gut, wie ich bin, das kann doch gar nicht schlecht sein, ist ja auch eine, finde ich, ziemlich egoistische und eine nicht gerade reflektierte Meinung einfach über eine so schwerwiegende Entscheidung. Bei denen, die ihre Religion auch streng praktizieren. Dann gibt es auch noch die, die dann sagen, ja, hey, bestimmt war das ja bei dir ein Ausnahmefall, weil das eine Wohnzimmerbeschneidung war. Aber heutzutage, wenn man das im Babyalter macht oder im Kindesalter, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Also diese Menschen sind sich oft darüber gar nicht bewusst, was eigentlich dieser Akt der Misshandlung auch für das Kind bedeutet, was es eigentlich für das Kind ist. Es ist ja klar, es ist offensichtlich negativ, einem Kind einen Körperteil zu entfernen. Und dann gibt es auch noch wiederum die Menschen, Betroffene, die dann sagen, ja, hey, wie, da habe ich so viel verloren. Kann das sein? 50-80%? Das ist ja sehr unterschiedlich. Da gibt es auch verschiedene Studien dazu. Und die denken dann darüber nach und sagen, ja, hey, nee, ich bin doch so gut, wie ich bin. Und ist auch alles in Ordnung. Die kommen dann zwar ins Grübeln und ins Nachdenken, aber bei denen ist ja, meine ich, ein Selbstschutzmechanismus. Und die sagen, können das nicht sofort so an sich ranlassen. Und wenn ich dann mit nicht betroffenen Personen darüber rede, die auch intakt sind, die auch das Körperteil, was sie besitzen, tatsächlich kennen, sind die viel empathischer und können das viel besser nachvollziehen, weil sie an ihrem eigenen Körper fühlen können, was es denn heißt, intakt zu sein. Und die Vorstellung, ja, hey, scheiße, was wäre denn eigentlich, wenn das nicht mehr da ist? Ja, scheiße, was wäre denn eigentlich, wenn meine Eichel so sehr verhornt, dass ich mit einer Zahnbürste drüber gehen könnte, ohne Schmerzen zu fühlen? Das ist dann, also bei den Menschen trifft man eher auf Verständnis. Aber ich bin ja der Meinung immer noch, dass auch die Menschen, betroffenen Menschen, die zuerst das Ganze hinterfragen, vielleicht, dass man dort einen Denkanstoß in Schwung kriegen kann. Ja, also das sind so die Reaktionen, die ich bisher erlebt habe. Das ist also sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, mit wem man spricht, aus welchem Kulturkreis er kommt und wie streng religiös der ist. Ich habe im Privaten tatsächlich keine negativen Reaktionen erfahren. Also da war manchmal so ein bisschen Verwunderung, wieso kommt das, aber es war nie Unverständnis. Man hat mir nie abgesprochen, dass ich kein Recht habe, unglücklich sein zu dürfen. Wie der Mo jetzt schon gesagt hat, ist da manchmal, das ist ein Einzelfall gewesen, das ist jetzt nur bei dir so. Normalerweise passiert das nicht. Vielen Freunden, jetzt halt auch von Leuten, die unbeschnitten sind, kam dann auch quasi Verwunderung, wie stark die Einschränkungen eigentlich sind, wenn man jetzt dann genau im Detail über die Punkte spricht. Ich kann mich erinnern, ich habe dann auch über Facebook noch Nachrichten gekriegt von Leuten aus der Schule, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die sich dann gemeldet haben und mir da Zuspruch gegeben haben, dass die das ganz toll fanden. Unverständnis habe ich eigentlich jetzt aus der medizinischen Welt ein bisschen widerfahren und die Politik, die haben komplett abgeblockt. Das war eine Mauer, da ging überhaupt nichts. Da hieß es quasi, wir haben uns entschlossen, dass wir das so machen. Und was war eine Aussage von einem Politiker? Das Beschneidungsurteil stand auf der Titelseite der New York Times, das können wir nicht zulassen. Das war eine politische Entscheidung, dass man die Beschneidung legalisiert. Und da war jetzt über Moral, stand da tatsächlich im Hintergrund. Aber sagen wir mal so im Persönlichen, die Leute waren positive Reaktionen tatsächlich. Interesse auch an dem Thema.
Negative Reaktionen habe ich eigentlich auch nie erlebt. Also es kann sein, dass Leute Negatives gedacht haben, aber das haben sie mir da vielleicht nicht gesagt. Viel im Kollegenkreis haben mich Menschen angesprochen, teilweise auch direkt, die mit voreiligen medizinischen Ratschlägen konfrontiert waren und denen ich dann Infomaterial geben konnte. Das hat mich immer gefreut, weil ich habe gedacht, dann hat es sich sehr gelohnt. Deswegen machen wir das ja. Als erstes, ja, ich würde sagen, dieser Vorwurf, dass ich mich gegen die eigene Herkunftsreligion richte, den kann ich natürlich nachvollziehen, weil ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es ja vorhin auch gesagt eben, oder also ich sage es vielleicht einfach nochmals, zuerst, als ich ein Kind war, habe ich gedacht, es sei normal, beschnitten zu sein. Es sei auch gut, dass ich beschnitten bin. Und ich weiß sogar noch, dass 2012 war ich noch, ich habe das so mitbekommen, dass eben dieses Urteil gesprochen wurde. Und da habe ich da auch irgendwie das komisch gefunden und gedacht, das ist nicht gut. Das könnte das jüdische Leben in Deutschland gefährden. Und wie ich dann halt realisiert habe, dass es eben tatsächlich ein Problem für mich ist, beschnitten zu sein, dass mir die Vorhaut abgeschnitten wurde, hat sich das dann natürlich geändert. Und jetzt ist es so, dass ich sagen würde, nein, ich richte mich gar nicht gegen meine Herkunftsreligion, weil was ist denn eigentlich eine Religion? Religion ist nicht irgendwie ein Gebilde, ein Nebelgebilde, sondern Religion, das sind die Menschen, die in dieser Religion sind, die machen diese Religion aus. Die Menschen, die die Religion leben, die in dieser Kultur leben. Und ich mache das Gegenteil davon, dass ich mich gegen diese Religion richten würde. Nein, ich richte mich an diese Menschen, an die Personen, die sich dieser Religion und Kultur zugehörig fühlen und sage ihnen, hey, das ist etwas, das nichts Gutes ist für euch und vor allem nicht für eure Kinder. Und es wäre wichtig, dass ihr das eben in Frage stellt und dass ihr nicht mehr damit weitermacht. Das kann uns auch zusammenbringen dann, ja. Das tut es auch. Jetzt wie hier auch. Also, oder wie eben mit dem Vater, der mich dann angerufen hat. Ja. Ja, Tabus können aneinander binden natürlich, ne? Weil man sich gegenseitig stützt in dem Bagatellisieren auch. Aber das Tabu brechen kann auch zusammenführen. Die Offenheit. Ich plädiere ja eher für das Letztere. Mir persönlich ist es egal, wenn mir jetzt jemand aus dem Kulturkreis einen Vorwurf daraus machen würde. Also für mich ist einfach klar, dass Religion auch Liebe bedeutet. Liebe zu seinen Mitmenschen, Liebe zu seinen Kindern, Liebe zu dem vollkommenen Körper, den Gott auch geschaffen hat. Wenn jetzt jemand behauptet, die Beschneidung gehöre, dieser Gewaltakt gehöre zur Religion und mir deswegen einen Vorwurf machen würde, mir wäre das scheißegal. Es ist ja offensichtlich etwas Negatives und die Kinder sind logischerweise nicht darüber erfreut und ja, gelangen in einen Zwiespalt, weil sie auch von ihren Eltern, von denen das angetan wird, auch emotional abhängig sind. Also mir ist es egal, ob jetzt mir ein Mensch Vorwürfe machen würde. Für mich ist es etwas offensichtlich Negatives und zu dem stehe ich auch. Man muss das Ganze sehr rational betrachten. Die Beschneidung ist keine Pflicht, weder im Islam noch im Judentum. Ein jüdischer Junge, der nicht beschnitten wird, hört nicht auf, Jude zu sein und niemand spricht ihm das Jüdischsein ab und dasselbe gilt für den Islam. Aber selbst wenn das so wäre, dann muss ich jetzt schlicht und einfach sagen, dass das Grundgesetz gewisse Rechte garantiert den einzelnen Menschen. Und mit der Beschneidung aus nichtmedizinischen Gründen werden diese Rechte eingeschränkt, werden in diese Rechte eingegriffen. Und das alleine muss
ausreichend sein, um zu sagen, wir verschieben diesen Eingriff bis auf einen Zeitpunkt, an dem eine Person rational selbst entscheiden kann, ob sie denn beschnitten werden will oder nicht. Freiwillig, das ist ja irgendwie die Überschrift dieser Sendung, ne? Dieser Satz fiel im Vorgespräch und dann haben wir diese Sendung so genannt. Es ist immer wieder komisch in der Öffentlichkeit da so drüber zu sprechen, weil das eigentlich niemandem was angeht. Ja. Aber wir haben keine andere Chance. Wir müssen das eben tun. Weil für uns ja auch niemand Partei ergriffen hat, als wir klein waren und die Politik sich auch aus der Verantwortung stiehlt, zum allergrößten Teil jedenfalls. Und wir müssen uns immer wieder nackig machen. Also unterm Strich sehe ich das auch so. Ich finde das auch eine gewisse Erniedrigung, dass wir das tun müssen. Und das drücke ich auch aus. Also ich werfe das auch dieser Gesellschaft vor, dass sie uns das aufzwingt, das zu tun. Nur um auf das Selbstverständlichste eigentlich hinzuweisen. Dass das, was mir zwischen den Beinen ist, nur meine Sache ist und niemandem was angeht. Darum bin ich hier. Ja, einverstanden. Ich meine, es ist wirklich auch komisch. Ich habe ein paar Mal dann irgendwie, ich muss auch ein bisschen drüber lachen, was irgendwie absurd ist, dass ich in die Zeitung gehe, um über mein Genital, noch dazu ich könnte sagen, kaputtes oder verletztes Genital zu sprechen. Das ist irgendwie eine absurde Vorstellung. Und was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe bei den Reaktionen, ich habe einfach auch gemerkt, wie viel, also jemand hat es auch ein bisschen angesprochen schon, wie viel Unwissen dazu da ist. Einfach oder Halbwissen zu was das überhaupt ist, dieser Teil des Körpers. Und es geht ja dann auch darum, irgendwie so ein bisschen Aufklärung sozusagen, einfach grundsätzlich auch Wertschätzung für den eigenen Körper und was das ist. Ein ganz grundlegendes Anliegen auch. Und das ist für mich auch einer der wichtigsten Teile, ja, worüber ich spreche dann auch. Wir sind alle nicht freiwillig hier. Im Endeffekt bin ich schon freiwillig hier. Es ist niemand mit einer Pistole, der mich zwingt, hier zu sein. Die Frage ist, warum bin ich hier? Wie der Victor schon gesagt hat, es ist unangenehm, über so ein Thema zu sprechen. Ich kann mich erinnern, nachdem ich beschnitten war, da war ich gerade 6, glaube ich, und das war das erste Mal, dass ich mich in meinem Leben richtig geschämt habe, wie ich aussehe, weil ich so anders war. Und diese Scham ist immer geblieben, die ist bis jetzt da. Ich bin jetzt natürlich älter und reifer geworden, aber das bleibt. Es kommen immer wieder Momente, wo ich darüber nachdenke, wie ich aussehe und wie unangenehm mir das ist und wie alleine ich mich gefühlt habe, diese vielen, viele Jahre lang, und wie erleichtert ich war, als ich festgestellt habe, dass es andere Menschen gibt, die auch unglücklich sind mit ihrer Beschneidung, die auch Probleme haben mit ihrer Beschneidung, weil ich immer bis dato gedacht habe, das wäre nur ich gewesen. Und deshalb bin ich ja von Anfang an dann auch aktiver in dem Forum geworden und aktiver in dem Thema geworden, dass ich Leuten ein bisschen Rückenhalt geben kann, dass man zeigen kann, man ist nicht alleine und es gibt diese Probleme und dafür muss man sich nicht schämen. Ja, das ist schon absolut ein wichtiger Punkt, bin ich völlig einverstanden. Und ich finde natürlich auch, es stimmt natürlich schon, jetzt setzt mir keine Person eine Pistole an den Kopf, weshalb ich dann hier wäre. Nur nicht symbolisch gemeint, setzen Personen jeden Tag. Vorhin hat es der eine Arzt, glaube ich, aus Sylt, hat so gesagt, oder irgendeiner, ich bin nicht mehr ganz sicher, Ja, das war gesagt, während ich hier 2 Sätze sage, pro Minute werden weltweit 25 Jungs beschnitten. Das heißt, ja, mir wird keine Pistole an den Kopf gesetzt, aber das Messer wird den Jungen an den Penis gesetzt. Die ganze Zeit. Und so wie es uns geschehen ist. Und in dem Sinne könnte ich mich zwar freiwillig entscheiden, hier nicht zu sein, aber ich fühle mich schon ein bisschen unter Druck, weil die Vorstellung ist natürlich, das ist nicht nur eine Einbildung, sondern das ist real, und darum fühle ich mich schon ein bisschen auch, ich empfinde einfach ein starkes Bedürfnis daran, das eigentlich nicht ein erfreuliches Bedürfnis ist, sondern
ja, ich empfinde es als Notwendigkeit, etwas dazu zu sagen. Und es ist einer der wenigen Orte hier, an denen ich auch auf diese Weise etwas dazu sagen kann. Mo, wir haben noch eine knappe Minute. Du hast das Schlusswort. Wenn du. Oh. Also, ich denke, dass im Prinzip alles gesagt wurde, was gesagt werden kann zu dem Warum. Ich habe einfach die Hoffnung, dass ich paar praktizierende Menschen damit erreichen kann oder paar Menschen damit erreichen kann, die vor der Entscheidung stehen, das Kind beschneiden lassen zu wollen oder nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich mit meinem Beitrag dazu beitragen kann, das Ganze zu hinterfragen, damit dieses Leid nicht fortgesetzt wird. Denn jede Beschneidung ist einfach eine Misshandlung an den Kindern, die vorgenommen wird. Ob es jetzt im Krankenhaus ist oder eine Wohnzimmerbeschneidung ist, das ist völlig egal. Der Übergriff bleibt immer noch ein Übergriff am Penis. Vielen Dank euch allen. Und ich Danke auch. glaube, wir werden uns widersprechen. Gern. Macht's gut, bis bald. Oh, yes.